Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem Februar-Taroskop, Februar 2025. Schauen wir in diesen Videos, wie sich dein Februar gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig, was jedoch aber auch am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock bitte. Sie sagen, vergiss dein Leben nicht. Du bist zu sehr abgelenkt im Februar. Im Außen gibt es viel zu tun, es wird viel von dir abverlangt, weil jeder etwas von dir möchte. Du bist sozusagen der Feuerlöscher. Renn, renn, renn. Doch dir ist da gar nicht danach. Du bist ermattet, du bist müde und du möchtest deine Ruhe. Denn du möchtest dich um dich selbst kümmern dürfen. So soll es auch sein. Grenze dich ab. Irgendjemand bestaunt irgendwo auf dieser Welt am Morgen einen Sonnenaufgang vom anderen Stern, höre ich. Ja, schau her, wunderbar. Es wird für dich im Februar wichtig, du hast 6 Themenkarten, der Februar wird bewegt. Du hast im Februar, dadurch, dass du etwas in den Rückzug gehen möchtest, das Verlangen danach hast, beziehungsweise gehen wirst, hast du dann plötzlich die Power, die du im Alltag vermisst hast. Und das ist sehr, sehr gut. Du bist im Februar der Kommunikator schlechthin. Du findest plötzlich ab Mitte Februar solche Worte, wie sie gar nicht üblich sind. Aber im sehr, sehr positiven Sinne für dich, lieber Steinbock. Es ist, als hättest du eine plötzliche Klarheit bekommen. Manche werden dich dafür sogar anprangern und sagen, was erlaubst du dir eigentlich? Doch, lieber Steinbock, ich glaube, selbstverständlich immer die Kommunikation im Rahmen des großen Respektes, des Mitgefühls im Miteinander. Doch ich glaube, es wird Zeit, dass du aussprichst, was dich schon seit ewigen Zeiten von der Handlung abhält. Manche Steinböcke werden eine Reise tätigen. Nicht nur planen, nein, tätigen. Manche Steinböcke werden sich der feinstofflichen Welt, irgendeines Themas, eines spezifischen Themas, vielleicht kommt es nachher raus im Verlauf des Readings, widmen. Manche bekommen Nachricht aus Übersee, eine Einladung, bei manchen höre ich sogar eine Konferenz oder eine Weiterbildung. Und eine Waage, der geht es nicht gut. Und vielleicht ist es genau diese Waage, die euch so sehr fordert, herausfordert, dass ihr euch abgrenzen müsst, weil es euch nicht mehr gut tut. Vielleicht solltet ihr der Waage durch eure Abgrenzung ihre Eigenverantwortung klar machen. Und vielleicht werdet ihr das auch gut möglich so kommunizieren. Schauen wir uns dein Hauptthema an. Unter welchem Stern steht dein Februar? Bei der Waage ist das Thema zu wenig Aufmerksamkeit deinerseits. Die Waage möchte mehr, 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 mehr. Denk darüber nach, was kannst du geben, was möchtest du geben und was wird von dir verlangt, dass du gibst. Die Karten werden auf den Tisch gelegt bei dir. Etwas kommt ans Tageslicht,
etwas wird an der Wurzel gepackt. Dort, wo du bisher nicht klar gesehen hast oder wo es dir vielleicht gar nicht einmal aufgefallen ist, lieber Steinbock, dort gibt's bang, plötzliche Klarheit. Du wirst damit konfrontiert. Du kannst dem gar nicht aus dem Weg gehen und dich nicht verstecken. Und das kann dann auch gut möglich sein, wo du sagst, boah, ich brauche jetzt erstmal Ruhe zum Nachdenken. Nimm dir diese Ruhe. Gut möglich, dass es mit Familie zu tun hat, mit Familiengeschehnissen, Familiengeheimnissen oder sogar irgendetwas aus der Ahnenlinie, wo du sagst, ha, das ist es. Doch es wird dich überraschen, es ist ein Thema, was jetzt nicht mit Fingerschnippen weggeht, es wird dich schon beschäftigen. Doch es gibt dir sehr, sehr viele Antworten, du wirst sehr, sehr viele Zusammenhänge verstehen. Gut möglich auch, dass alte Briefe, ich sehe einen Koffer, so ein, sage ich mal, wie wir sie aus den Bildern, aus den Filmen von den 1930er bis 40er Jahren kennen, diese Lederkoffer, die ganz schlichten Lederkoffer. So ein Koffer wird gefunden, gegeben, voller Briefe. Ja, vielleicht kommt etwas dergleichen zu dir oder du setzt dich mit solchen Themen auseinander. Erinnerungen, Vergangenheit. Manch ein Steinbock, der dachte, etwas ist abgeschlossen, zu Ende. Gut möglich sei es, weil du es verdrängt hast, dich nicht darum gekümmert hast. Da realisierst du jetzt, dass es niemals zu Ende war, dass es immer da war. Du nur deine Aufmerksamkeit dem bezüglich abgezogen hast. Es ist in Vergessenheit geraten. Doch das wird wieder aktuell, beziehungsweise in deinem Verstand wieder aktuell. Doch wisse, Moment, die Karten sind runtergefallen. Doch wisse, dass du, nicht lange brauchst, um dich damit auseinanderzusetzen. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Gut möglich, wie gesagt, ein Luftzeichen, Waage oder Zwilling. Ein Fisch kann auch mit von der Partie sein. Und ich denke, du darfst erkennen, was dich dort aufgehalten hat. Es ist so, wie als würdest du sagen, ich dachte, es geht um ganz was anderes. So, wie wenn man sich denkt, XY gibt sich ja so, wie er oder sie sich gibt und macht dies und jenes. Und dabei erfahrt ihr, dass hinter dieser Handlung, hinter diesem sich so und so geben, ganz ein anderes Thema steckt. Also es ist eine große Erkenntnis für euch, die euch sehr überraschen wird. Außerdem ist es gut möglich, dass ihr einen Skorpion in anderem Licht seht, nämlich nicht so tough, wie ihr dachtet. Der Skorpion arbeitet an der Unabhängigkeit, doch kann nicht auf euch zukommen, kann nicht in die Unabhängigkeit, denn der Skorpion wird blockiert von Dingen, die, und vielleicht ist es genau das, was ihr erkennen dürft, von Machtkämpfen, von Dingen, die ihm aus der Hand gerissen werden. Jedenfalls, abgrenzen ist das Thema, ganz großes Thema bei dir im Februar. Die von dir genommen haben bisher, ganz selbstverständlich. Ich denke, du ziehst deine Energie von diesen zurück. Es geht nicht mal jetzt um Materielles, sondern es geht um Energie. Und ich denke, bevor du diese Energie zurückziehst, wirst du mit einem jeden kommunizieren. Es sind 3 Menschen und kaum hast du kommuniziert, bist du freigesetzt. Dann darfst du erkennen.
Auch geht es um eine Unehrlichkeit bezüglich eines Zwillings in deinem Umfeld. Denn es geht darum, dass der Zwilling immer noch tut, um sich unverzichtbar zu machen. Wow, das sind echt krasse Messages. Sehr intensiv. Ich denke, jeder wird es irgendwo bei sich wiedererkennen, auch im Zwischenmenschlichen. Und wie immer möchte ich darauf hinweisen, die Sternzeichen, die ich nenne, muss nicht unbedingt das Sonnenzeichen sein, kann auch sehr stark im Astrochart deines Gegenübers vertreten sein, beziehungsweise der Aszendent kann durchkommen. Bezüglich deiner Mitmenschen, vor allem wenn du zwischen zwei Menschen stehst, vielleicht zwei Menschen, die ständig von dir verlangen und fordern, wirst du eine definitive Entscheidung treffen. Doch erst gegen Ende Februar. Um den 14. Februar herum brauchst du ganz, ganz wichtig, brauchst du Gleichgewicht. Du bist nicht im Gleichgewicht, du merkst es. Es ist, wie gesagt, dieser Rückzug, diese Unruhe. Tu alles, was dir gut tut. Gib dir Zeit. Verrichte Dinge, die dir Spaß machen, die dich ablenken von deinen, nennen wir sie, schweren Gedanken. Ein Schütze kann die Antwort haben. Gut möglich auch, dass eine wunderbare Einladung auf dich zukommt, um etwas Gemeinsames zu unternehmen. Falls es von einem Feuerzeichen kommt, absolut sag ja, es wird dir sehr, sehr gut tun. Und dann, lieber Steinbock, es kommt das Wort rechnest ab, doch ich möchte sagen, schließt du ab mit deiner Vergangenheit. Wir machen weiter im Extended, wir sehen uns dort gleich. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.